Wir haben schon mehrfach über die Eröffnung von Auslandskonten außerhalb der EU gesprochen. Das Interesse daran ist ungebrochen und immer wieder fragen uns Mandanten und Zuschauer nach konkreten Empfehlungen für ein Konto und für eine Bank im Ausland. Heute ist es nun soweit und wir möchten dir 10 konkrete Banken und Konten im Nicht-EU-Ausland vorstellen, bei denen du ein Konto eröffnen kannst. Ich möchte allerdings die Gelegenheit nochmal nutzen, um nochmal klarzustellen, was du mit einem Auslandskonto nicht kannst. Wir verlinken auch hier in der Beschreibung nochmal unser anderes Video zu dem Thema, wo wir darauf noch näher eingehen. Ein Auslandskonto eignet sich nicht dafür, Steuern zu sparen oder Geld vor dem Finanzamt zu verstecken. Das muss dir 100% klar sein. Wir raten dir immer, alles 100% korrekt und im Einklang mit der in deinem Wohnsitzstaat geltenden Gesetzgebung zu gestalten. Aber selbst wenn du hier auf gut Glück tricksen würdest, kannst du davon ausgehen, dass Maßnahmen wie der automatische Informationsaustausch dir ein Bein stellen. Hier lohnt es sich also nicht, Experimente zu machen. Wenn es also keine steuerlichen Vorteile gibt eines Auslandskontos, was sind dann die Vorteile, wirst du dich vielleicht fragen. Wir sehen konkret 3 Vorteile. Nummer 1 ist mal das ganze Thema Bankensicherheit. Ja, also du kannst davon ausgehen, dass Länder in Nicht-EU-Ländern, teilweise auch Länder, wo es natürlich andere Währungen gibt, hier anders aufgestellt sind und vielleicht weniger einem Risiko ausgesetzt sind wie Banken in der EU. Die EU ist ja auf jeden Fall wirtschaftlich anfällig. Der Euro ist wirtschaftlich anfällig. Das betrifft daher natürlich auch alle Banken. Das Ganze kann sich im Grunde genommen wie ein Lauffeuer entwickeln, wenn es mal eine richtige Krise gibt. In anderen Ländern, die nicht am Euro dranhängen, ist das weniger zu befürchten. Der zweite Punkt ist der Vermögensschutz und der Pfändungsschutz auch. Wir haben ja alle möglichen Gesetze hier in der EU, in Deutschland das sogenannte SAG-Gesetz, in anderen EU-Ländern heißt es anders, wo letztlich hier beschlossen wurde, dass bei zukünftigen Bankenkrisen es keine Bailouts mehr geben wird, sondern sogenannte Bail-ins. Das heißt also, die Anleger der Bank, Aktionäre, Investoren, Gesellschafter, aber eben auch jene, die mehr als 100.000 auf dem Konto haben, müssen die Zeche bezahlen. Davor kannst du dich schützen, wenn du ein Konto außerhalb der EU hast. Und der dritte Punkt ist ein gewisser Sichtschutz. Du weißt, wenn du ein deutsches Konto hast, da kann das Finanzamt komplett einfach reinschauen, alle Transaktionen sehen. Natürlich, wie gesagt, es gibt einen automatischen Informationsaustausch. Also so Salden und was so jährlich auf dem Konto passiert, ist auch beim Auslandskonto an das Finanzamt übermittelt. Einmal im Jahr. Es ist aber dennoch eben nicht dieser Live-Zugriff, den man zu jeder Zeit machen kann. Also ein gewisser Sichtschutz bietet sich hier natürlich schon. Daran angeschlossen kommt natürlich vielfach die Frage, ob ein solches Auslandskonto überhaupt legal ist. Darf ich eins haben, wenn ich in Deutschland wohne? Muss ich mit Problemen rechnen durch das Finanzamt? Die Antwort lautet klar und deutlich ja. Allerdings musst du natürlich etwaige Einnahmen auf deine Steuererklärung angeben. Außerdem haben verschiedene Länder verschiedene Meldepflichten. US-Bürger müssen beispielsweise ihr Auslandskonto per FBAR deklarieren. Und wenn du in Deutschland wohnst, musst du die sogenannten AWV-Meldepflichten beachten. Das heißt, wenn du 12.500 € oder mehr an dein Auslandskonto überweist oder von dort auf dein deutsches Konto überweist, musst du eine Meldung machen. Mach dich also damit vertraut, welche gesetzlichen Regelungen diesbezüglich für dich konkret gelten. So, bevor wir nun zu der Liste kommen mit den Banken, vielleicht noch ein Punkt. Mancher wird sich vielleicht fragen, wie haben wir diese Liste zusammengestellt? Ist sie in einer bestimmten Reihenfolge hier gleich abgebildet? Nein, keine bestimmte Reihenfolge. Wir haben die Liste basierend auf Erfahrungsberichten von Mandanten zusammengestellt. Wir können dir die vorgestellten Konten hier nicht aus eigener Erfahrung empfehlen und haben auch keine Connections zu diesen Banken und werden natürlich auch auf keinen Fall irgendwie bezahlt für irgendwas von den Banken. Ja? Also wir haben hier von Mandanten gehört, dass sie dort erfolgreich ein Konto eröffnet haben, von mehreren. Wir haben das in gewisser Weise verifiziert, dass es diese Banken natürlich immer noch gibt, dass sie immer noch Konten eröffnen. Aber bitte versteht es jetzt nicht als Banken, die wir hier geprüft haben und dass diese Banken hier super sind und so. Das ist garantiert nicht der Fall.
Daher auch meine Bitte an dich, wenn du Erfahrung mit diesen Banken hast oder andere Banken im Nicht-EU-Ausland kennst, die du empfehlen kannst, vielleicht weil du ein Konto da eröffnet hast, dann freuen wir uns natürlich auf deinen Kommentar zu diesem Video und lass uns doch hier deine Meinung und deine Empfehlung gerne wissen. Jetzt kommen wir dann gleich zu den Konten. Hier muss man wissen, dass das spezifische Konten sind, die Ausländer tatsächlich eröffnen können. Das heißt, Personen, also die nicht in dem Land leben. Du wirst sehen, dass es dort viele Konten gibt, wo eine relativ hohe Mindesteinlage erforderlich ist. Das lässt sich eben konkret bei diesen Banken leider nicht ändern, aber sie ist vielfach nicht so hoch, dass sie jetzt hier ein solches Vorhaben prohibitiv behindern würde. Fangen wir an in keiner bestimmten Reihenfolge. Die erste Bank ist HSBC auf Jersey. Wie gesagt, Jersey, eine Kanalinsel dort, liegt zwischen Frankreich und England im Ärmelkanal. Dort werden die internationalen Kunden von HSBC betreut. HSBC hat ein sogenanntes Expat-Konto. Um dieses Konto nutzen zu können, musst du mindestens 100.000 Pfund Einkommen haben, also ungefähr 110.000 Euro, oder aber eine Mindesteinlage von 50.000 Pfund machen auf dem Konto. Das Konto lässt sich in 3 Währungen führen, Pfund, US-Dollar und Euro. Zusätzlich hast du Sparkonten in bis zu 19 Währungen. Dann schreibt die Bank hier, dass du kostenlose weltweite Überweisung machen kannst. Das ist natürlich hier in gewisser Weise trickreich, denn die Überweisung mag zwar kostenlos sein, es gibt keine Überweisungsgebühr. Dafür rechnen die Banken natürlich gerne ab beim Umrechnungskurs. Also da muss man natürlich wie immer vorsichtig sein. Du wirst eine Karte bekommen und natürlich kannst du dann auch hier eine App verwenden. Bank Nummer 2, Lloyds International, also die Lloyds Bank, auch eine der größten Banken in UK, der Top 5 Banken. Diese Bank hier hat ihre internationale Abteilung auf der Isle of Man, wiederum eine Insel, die nicht zu UK gehört, eine unabhängige Insel zwischen Irland und UK. Hier musst du 50.000 Pfund Einkommen haben oder 25.000 Pfund Einlage machen, also gar die Hälfte. Wie bei der HSBC, die Features sind sehr ähnlich wie bei der HSBC. Das heißt, du kannst das Konto notieren in Sterling, Euro oder Dollar. Auch hier wieder kostenlose internationale Zahlung. Das bedeutet, dass du keine Gebühren hast, aber natürlich Umrechnungskurse wird es möglicherweise geben. Die Kontogebühr hier sehr bescheiden. Es ist 8 Euro pro Monat, die du hier bezahlen musst. Und natürlich, du kriegst wieder auch eine Karte. Die nächste Bank ist Barclays, eine der größten Banken des UKs, eine der größten Banken der Welt. Auch hier Isle of Man. Hier sind 100.000 Mindesteinlage fällig. Wenn du 250.000 einlegst, bekommst du einen persönlichen Kundenbetreuer. Die Features ganz ähnlich wie bei den anderen Banken, Konten in Dollar, Pfund oder Sterling. So, jetzt haben wir die britischen Banken mal abgehakt. Kommen wir als nächstes in die Schweiz. So und so scheint es nun in der Schweiz zu sein, dass es jetzt dort endlich ein Konto gibt für alle. Also das Schweizer Konto, wie gesagt, für jeden, inklusive Ausländer. Und das wird über die App You im Grunde genommen hier zur Verfügung gestellt. You ist ein Zusammenschluss von Swissquote und Postfinance. Swissquote ist ein großer Broker. Postfinance ist die Postbank in der Schweiz. Ja, also auf jeden Fall klingt sehr solide. Was bietet uns You hier an? Keine monatlichen Kontogebühren, keine Gebühren für Zahlungen innerhalb der Schweiz. Du bekommst eine Karte, Mastercard. Geld abheben in der Schweiz mit der Debitkarte ist einmal wöchentlich kostenfrei möglich. Toll, tolle Leistung. Banküberweisungen in Europa, in SEPA, sind gebührenfrei. Geld außerhalb der Schweiz abheben kostet 4,90 Euro. Währungen kannst du 10 verschiedene haben. Also sehr interessant natürlich für alle, die mal ein Schweizer Konto haben, die außerhalb der EU sein wollen. Ist im Grunde sowas Ähnliches wie Revolut oder Wise, ja, also so eine Fintech-Bank, aber hier doch sehr seriös. Ich würde mal davon ausgehen, regulatorisch, dass die Mittel tatsächlich hier bei Postfinanz dann deponiert werden. Also auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Wir bleiben im deutschsprachigen Raum. Nummer 5 ist die Liechtensteinische Landesbank. Die Liechtensteinische Landesbank möchte von dir haben, um ein Konto zu eröffnen, 50.000 Franken Minimaleinlage. Auf Nachfrage sagt die Bank, dass diese 50.000 tatsächlich auch in Investmentfonds der Bank investiert werden müssen und nicht als Kontoguthaben zur Verfügung stehen. Interessant, was auch nicht immer möglich ist in Liechtenstein.
man kann dieses Konto wohl remote eröffnen. Ja? Das heißt, du kannst über die Webseite gehen, die Unterlagen dann per E-Mail schicken oder per Post. So, jetzt widmen wir uns dem asiatischen Raum zu. Da haben wir DBS Treasures. DBS, eine der größten Banken. Leider ist hier die entsprechende Minimaleinlage doch relativ hoch, nämlich 350.000 Singapur-Dollar. Das sind ungefähr 240.000 Euro. Unserer Meinung nach bietet DBS von den 3 großen Banken in Singapur den besten Service. Du hast dort ganz interessante auch Möglichkeiten, auch für Investment. Die haben so ein ganz gutes Tool der nächsten Generation, nennt man Robo-Investing. Ja, kann möglicherweise interessant für dich sein. Singapur ist ein sehr businessorientierter Staat, ist sehr praktisch. Ein sehr guter Staat, meiner Meinung nach, Vermögen zu deponieren. Du weißt es ja, wir hatten auch schon Podcast-Folgen gemacht, wo es um Singapur als Ort ging, wo man Edelmetalle kaufen und lagern kann. Also definitiv kein schlechter Ort dafür. Ja. Man muss persönlich vorbeigehen, um dieses Konto zu eröffnen. Nummer 7 auf unserer Liste ist die TBC Bank in Georgien. Hier sehr vorteilhaft. Du musst hier praktisch nur $10 einbezahlen, damit du hier letztlich das Konto bekommst. Wenn du $50.000 einbezahlst, dann Minimaleinlage, dann hast du auch dann tatsächlich Premium Banking Dienstleistungen. Die Konten werden sehr schnell eröffnet. Aber wenn du nicht dort sein willst, kannst du sogar remote eröffnen. Du musst dort einen Anwalt in Georgien dann nutzen. Wir haben ja mal vor kurzem eine Podcast-Folge gemacht mit einem deutschsprachigen Anwalt aus Georgien. Link posten wir hier unten rein. Der kann dir möglicherweise dabei helfen oder ansonsten andere Anwälte genauso. Bank Nummer 8 ist die FV Bank. Das ist eine Bank in Puerto Rico. Puerto Rico ist letztlich ans US-Bankensystem angeschlossen, hat aber steuerlich diverse Vorteile. Man mag sich erinnern an die Euro-Pacific Bank, die ja hier vor kurzem geschlossen wurde von den amerikanischen Behörden aufgrund von verschiedenen Unregelmäßigkeiten bei der Compliance. Wir haben dazu auch ein Video gemacht. Vorteil ist bei der FV Bank, dass du ein Konto online eröffnen kannst. Du kannst auch ein Konto übrigens hier für dein Unternehmen eröffnen. Das ist eine kryptofreundliche Bank. Also wenn du ein US-Konto willst, was online eröffnet werden kann, dann geh zur FV Bank. Bank Nummer 9 ist die Chase Bank, eine der größten Banken in den USA. Tatsächlich sind natürlich US-Konten attraktiv für Nicht-US-Steuerzahler. Zum einen nehmen die USA nicht am Informationsaustausch teil. Zum anderen ist die Einlagensicherung $250.000 und außerdem sind es natürlich riesige Banken mit vielen Filialen und der entsprechenden Infrastruktur und Sicherheit. Ja. Chase Bank musst du persönlich hingehen, kannst im Grunde zu jeder Filiale in den USA hingehen, die haben in jedem Kaff eine Filiale. Was du brauchst, ist eine ITIN, also eine amerikanische Steuernummer und eine Adresse. Das muss nicht deine Wohnadresse in den USA sein, aber eine Adresse, wo die Post hinschicken können. Das ist notwendig, damit du das Konto bekommst. Empfehlung Nummer 10 ist die Bank of America. Auch hier eine der größten Banken natürlich in den USA. Sehr sicher. Einlagensicherung 250.000 wie bei Chase auch. Bedingungen sind genau das gleiche, wenn du dort ein Konto eröffnen willst. Du musst dort persönlich vorbeigehen. Also musst du nach New York fliegen oder Washington oder Miami. Eine ITIN im Vorfeld besorgen und irgendeine Adresse in den USA haben, die du dort angeben kannst, um diese Konten zu eröffnen. So, das war unsere Liste mit den 10 Bankkonten und Banken im Nicht-EU-Ausland. Wenn du darüber nachdenkst, ins Nicht-EU-Ausland umzuziehen, dein Vermögen zu diversifizieren und dich hier steuerlich optimiert im Ausland aufzustellen, dann sind wir der richtige Ansprechpartner für dich. Wir machen genau das mit Mandanten seit vielen Jahren. Ich poste den Link zum Beratungsgespräch hier in die Videobeschreibung rein. Ich würde mich freuen, dich in der Beratung dann kennenzulernen und über dein Auslandsvorhaben sprechen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren.
Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.